Hey, ho, guten Morgen, zumindest bei mir. Hi. Ja, die Sonne ist shining und die nächsten Tage wird es wohl nur so gut wie nur Sonne geben. Das mag jetzt auch mal schön klingen, also ich freue mich darüber, aber es wird bestimmt auch schön schwitzig und heiß werden unterwegs, je nachdem wie viel Wind geht und wie viel Fahrtwind ich abbekomme. Hat halt alles sein Für und Wider. Ich fahre dann heute nach Ventspils weiter. Ich glaube, das sind auch ungefähr 50, 60 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Werde sicherlich irgendwann nochmal an die Ostsee heute gehen. Da freue ich mich auch wieder drauf. So ein Zwischenstopp, eine Pause sozusagen. Schön wäre es wie Tischlein deck dich, Equipment pack dich zusammen. Wenn das einfach jetzt alles so verschwinden würde, ne? Also wie damals in diesem Film, wo dann alles sich so bewegt und einfach alles schon fertig ist. Oh, das wäre ein Traum, wenn es das gäbe. Gut, ich mache jetzt weiter. Ja. Einfach nur weg, mitten ins Blaue fahren, trotz aller Ängste und Gefahren, und sei es meine letzte Reise, ich scher mich nicht drum, die Götter werden mich preisen, mit mir an einer Tafel speisen. So trete ich in die Pedalen, voller Schenkelkraft voraus. Landschaften ziehen vorbei, Mensch und Tier, Wolkenfelder, Haus an Haus, Ackerflächen, Flüsse, Seen und das weite Meer. Der Vögel Gesang treibt mich an, zu finden das wahre Ich. Himmeljauchzend, ich reise ins Nirvana mit meinem voll beladenen Fahrrad. Unabhängig und frei ziehe ich an allem vorbei. Der Weg ist das Ziel und unvergessene Erinnerungen, die an meinen Gehirnzellen kleben. Nie vergessen werde das Gefühl, aus eigener Kraft zu leben. Allein auf zwei Rädern, fern von allem, mit dem Gefühl der höchsten Form. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Hey ho, da bin ich wieder. Ja, ich hatte heute eine relativ ruhige Fahrt auf der Straße mit viel Wald. Hat sich dann ganz schön gezogen, weil keine Ortschaften gekommen sind. Und es war richtig heiß. Und es kamen gefühlt 40 Kilometer oder so. Gefühlt, ich weiß nicht, ob es stimmt, kam keine einzige Ortschaft, wo ich jetzt durchgefahren wäre und hätte mal mich in den Schatten setzen können, auf eine Bank oder so. Naja. Ja, und dann bin ich heute 50 Kilometer gefahren und bin kurz vor Windau. Und ja, und war mit 50 Kilometern in 3,5 Stunden ungefähr total einverstanden heute. Ich habe dann gesagt, der Spot hier ist relativ schön und ich bleibe jetzt einfach hier. Und das ist eben das Schöne am Reisen. Ich kann jetzt sagen, hey, so mache ich's. Geil. Ja? Gibt keine Diskussion, man muss niemandem drüber reden. Man kann es einfach machen. Naja, auf jeden Fall bin ich hier an einem schönen Spot am Strand
Ja, und da sind ein paar Bänke und es gibt ein paar Feuerstellen sozusagen. Also ist echt schön der Platz. Ich mache mal einen kleinen Rundumblick. So, dann zeige ich euch mal noch gleich kurz den Strand, an dem ich schon vor uns über eine Stunde gewesen bin. Yes!
Ja, was soll ich sagen? Was für ein Tag heute wieder. Heute war es echt richtig heiß gewesen. Und ich bin dann durch Ventspils, Windau auf Deutsch gefahren. Und ja, dann ungefähr 40, 50 Kilometer danach noch auf einer endlosen Gerade bei sengender Hitze gefahren. Endlose Gerade, weit ringsrum. Es sah aus wie als wäre man in Finnland oder in Schweden unterwegs irgendwie. Und es war genau das, was ich mir schon so vor meiner Fahrradreise so vorgestellt habe, mal so, dass man einfach so stundenlang einfach nur umgeben ist von Wald. Niemand ist da, man ist Muttersinn allein gefühlt. Es kamen wirklich nur wenige Autos vorbei. Ja. Und das hat gut gepowert nochmal. Ich bin heute auf dem Campingplatz, weil ich hatte A, keinen Bock mehr weiterzufahren, B, keinen Bock mehr heute mir irgendwas zu suchen und auf die 10 Euro hier drauf geschissen, ganz ehrlich. Und der Campingplatz, dessen Namen ich bestimmt mal unten einblenden werde, den ich eh nicht aussprechen kann, der ist eigentlich so auf den ersten Blick wunderschön. Hier gibt es ein paar Bungalows. Ja, und der Platz ist hier ganz nett hergemacht. Hier gibt es sogar einen Spielplatz. An die paar Dutzend Bungalows, wie gesagt, da hinten sind noch ein paar Wohnmobile. Und hier gibt es noch einen zweiten Campingplatz. Ich habe mich aber gegen den entschieden, weil, keine Ahnung, der ist hier weitläufiger. Und der andere war so ein bisschen auch, habe ich den Eindruck gehabt, so ein dichter bewachsen. Wo auch dann vielleicht mehr Mücken unterwegs sind. Der Mann von der Rezeption, der sehr nett ist und freundlich, der hat gemeint, auch dass jetzt im Juni die Mücken halt, wie gesagt, ist ja noch gegen Ende Juni gerade hier, die Mücken halt richtig aggressiv sind. Ich habe auch gefühlt an die 15 bis 20 Mückenstiche momentan. Die habe ich an dem einen Platz, wo ich jetzt vor kurzem gewesen war, hatte ich da an einem Abend ganz viele Mückenstiche kassiert. Meine Schuld. Ich hätte einfach mal die lange Hose anziehen sollen oder mich einsprühen sollen. War auch irgendwie meine Schuld. Deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Wer nicht sich schützt, der muss auch leiden. Das ist ganz einfach. Genau. Ja, habe mir gerade so eine Erdbeerlimonade aus dem Kühlschrank da gegönnt. Das tat jetzt gerade richtig gut. Und ich werde jetzt gleich erstmal eine Dusche nehmen. Und nach der Dusche erst dann mein Zelt und so aufbauen. Jetzt habe ich keinen Bock gerade. Ich gehe jetzt gleich erstmal duschen und dann sieht die Welt schon wieder viel besser aus. Yes! Opa!